Einen wunderschönen guten Tag, seid mir willkommen hier in der Bastelgarage. Ich habe hier hinten ja in meinem letzten Video diese neue Hinterzange eingebaut und dieses Mal wollen wir, wie versprochen, die Kurbel ersetzen, die da reingehört. Natürlich wird das Ganze aus Holz gemacht, zum selber bauen und natürlich ganz, ganz einfach. Seid willkommen, schaut es euch an, viel Spaß! Und zwar geht es um diese Kurbel hier, die hier oben auf der Werkbank mir hilft, hier ein Brett einzuspannen. Das wird also hier zwischen diese beiden Hölzer gespannt, zwischen diese beiden Bankhaken und dann hier an der Seite festgeschraubt und dann ist das fest, kann ich das bearbeiten. Jetzt ist aber diese Kurbel hier vorne defekt und ist halt Plastik und das würde ich, wie ich schon in meinem letzten oder vorletzten Video gesagt habe, das muss ich ersetzen gegen was Neues. Hier drin ist jetzt ein Pin drin. Hier drin sitzt jetzt ein Splint, der verhindert, dass das Ganze rausrutscht. Den werden wir als erstes einmal rausschlagen. Und das hier ist die Kurbel, die ersetzt werden soll. Die Kurbel, hier ist das Loch drin und da werden wir nachher auch wieder einen Splint reinsetzen, um die Kurbel, die neue, wieder hier festzumachen. Als erstes muss ich natürlich diesen Splint, dieses kleine Teil, das werde ich mir jetzt hier zur Aufbewahrung, damit ich es nicht verliere, mit einem Stück Klebeband einfach hier oben mal an meinen Bohrerschrank dran machen. Da denke ich, sehe ich es, weil nachher suche ich das wieder garantiert. Das ist so ein kleines Teil, das geht so schnell weg und deshalb, da ist es gut aufgehoben. Zunächst werde ich mir einige Maße nehmen, wie zum Beispiel hier das Innenmaß. Ja, das ist 10 mm. Kann ich auch hier an der Seite nehmen. Das sind auch 10 mm, Entschuldigung. Und vermesse das Ganze jetzt mal ein bisschen. Gut, ich werde die Kurbel etwas größer bauen müssen. Und zwar habe ich eigentlich hier einen 22 mm Holzstab, der dieses Teil hier ersetzen sollte. Und das ist mir aber zu schwach. Da habe ich Angst, dass das ausbricht, wenn ich hier noch, das ist 22 mm, wenn ich dann 10 mm Loch reinbohre, dann bricht mir das aus. Jetzt habe ich hier ein 35 mm Buchenholz. Das werde ich eigentlich nehmen, denke ich mal, weil ich habe auch keine Alternative. Das ist jetzt alles, was ich im Moment hier habe. Und wir bauen jetzt als erstes einmal hier diesen, das halte ich mal zu, dieses Stück hier, wo das Loch drin ist. Dazu schaue ich mal, wie groß hier der Abstand ist. Das sind 25 mm. Die zeichne ich mir hier an und schneide die an der Kapp- und Gersäge einfach mal ab. Jetzt geht es darum, hier die Mitte zu finden. Dafür habe ich mir hier dieses Streichmaß gebaut, was einen Mittelfinder mit hat. Ich verlinke euch das Video mal hier oben. Das wird jetzt einfach hier draufgelegt in diese Ecken hinein. Ja. Und dann wird einfach hier eine Linie oder mehrere Linien gezogen. Und immer da, wo die Linien sich treffen, da ist dann die Mitte. Und da bohren wir jetzt das Loch hinein. Ich spanne das Ganze jetzt in den Maschinenschraubstock ein. Der hat hier und auf der Seite jeweils Nuten drin, wo man runde Teile prima mit einspannen kann. So, und damit bohren wir jetzt hier durch. Kleine Probe. Oh ja, das passt ja da erstklassig drauf. Dann gehen wir mal weiter mit dem nächsten Teil. Jetzt muss ich mir hier die Mitte des Loches holen, von dem äußeren Rand. Und das habe ich mir hier mit der Schieblehre ein bisschen eingestellt. Das war ein bisschen fummelig, aber das geht und das übertragen wir jetzt. Und zwar hier auf diese Rolle. Zeichne ich mir das mal an, damit ich das besser sehen kann. So, und da muss ich jetzt durchbohren. Dieser Splint hat etwas mehr als 5 mm. Deshalb bohren wir jetzt erstmal hier senkrecht durch ein 5 mm Loch. Auch hier testen wir mal wieder, schieben das Ganze hier drauf.
Und schon passt das. Nun stellen wir dieses senkrechte Teil hierher. Das ist eigentlich in meinem Fall hier 7 mal 2,5 cm. Ich habe hier noch auch ein Reststück, eine Leiste, Buche. Das mache ich aber nicht 7, sondern 8 cm. Das erscheint mir für den Kurbelweg etwas besser. Und ich werde muss natürlich hier oben die Dicke, nicht diese Dicke, die Breite annehmen, sondern die Breite von meinem Holz hier. So, das ist hier. Und das schneide ich mir jetzt mal zurecht. Jetzt haben wir ja hier im Prinzip genau dieses Teil nachgebaut. Was fehlt, ist hier unten diese Kurbel. Das Ganze dreht sich hier. Das ist da, weil es Plastik ist, mit so einer Verdickung hinten ausgestattet. Können wir natürlich hier nicht brauchen. Deshalb habe ich mir jetzt hier mal einen 22 mm Buchenstab. Da habe ich mir bereits die Mitte angezeichnet. Den werde ich jetzt auf 5 cm abschneiden und anschließend durchbohren. Durchbohren werde ich das Ganze mit einem 8 mm Bohrer. Und zwar, weil ich hier solch eine 8 mm Schraube auch habe. Die hat eine Länge von 85 mm, also von 8,5 cm. Und die soll da später durch. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist auch prima geworden. Allerdings, ich habe das ja in diesem Schraubstock eingespannt und nicht fest genug. Und beim Bohren hat sich das hier mitgedreht mit dem Bohrer und hat dann hier diese Brandspuren oben drauf gemacht. Fand ich aber eigentlich ganz lustig. Erst wollte ich es abschleifen, aber dann habe ich mir gedacht, nö, Lester, das sieht bestimmt toll aus. Jetzt haben wir hier das schöne bunte Teil. Das muss hier hin. Das soll ja diese Kurbel hier unten ersetzen. Ihr könnt ja sehen, ich halte das fest. Die dreht sich ja, die bleibt in dem Sinne stehen, beziehungsweise wenn ich das drehe, dreht das Ganze sich mit. Also das ist nicht fest miteinander verbunden, sondern bewegt sich innen drin. Und das wollen wir jetzt auch machen. Und zwar habe ich ja diese Schraube hier, die kommt durch dieses Teil durch, wird dann hier reingesetzt und auf der anderen Seite verschraubt. Und damit dreht sich das Ganze, kann man das hier schön bewegen. Dazu zeichne ich mir jetzt hier die Mitte an und bohre dann auch wieder ein 8 mm Loch rein. Auf dieser Seite kommt dann später eine Mutter rein, um das Ganze hier hinten festzuschrauben, dass die Schraube fest bleibt und dieses Teil sich drehen kann. Jetzt soll ja hier rein erst einmal diese Mutter hier. Die hat einen Außendurchmesser von etwas mehr als 12 mm. Deshalb bohre ich jetzt erstmal hier ein 12 mm Loch rein. Und zwar so tief wie die Schraube dick ist. Und anschließend mit einem Achterbohrer bohre ich das Ganze durch. Die Mutter soll jetzt hier drin versenkt werden. Das Loch ist ein bisschen klein, deshalb mache ich die Schraube mal von hinten durch. Schraube das Ganze hier auf, damit das auch exakt in der Mitte ist, in der Führung ist. Und werde jetzt mal mit einem Hammer draufhauen am Schraubstock, um mir das anzuzeichnen. Nun habe ich hier schön die Schraube eckig angezeichnet. Dann hole ich mir einen Stechbeitel und werde das jetzt schön hier eckig ausstemmen. Und schon ist die Schraube da drin und kann sich nicht mitdrehen. Darum geht es eigentlich hauptsächlich. Bauen wir die Sachen mal zusammen. Hier kommt erstmal eine Unterlegscheibe drauf, dann wird das Ganze hier durchgeschoben, noch eine Unterlegscheibe und dann schrauben wir das Ganze hier hinein. Und zwar so weit, dass sich dieses Teil hier noch schön drehen lässt. Hier hinten kommt auch eine Unterlegscheibe und eine selbstsichernde Mutter drauf.
So, das ist dann unsere Kurbel. Jetzt muss aber noch auf diese Seite muss noch dieser Klotz. Und das hätte ich natürlich ganz gern, dass das hier oben, dass das hier rund ist. Und das möchte ich nachher schleifen, aber mit dieser Kurbel hier unten dran geht das nicht. Da habe ich keinen Platz, also baue ich die wieder ab. Und dann werden wir das hier oben festmachen. Jetzt soll das ja hier drauf, damit ich das, wie gesagt, hier oben die Ecken wegmachen kann. Ich werde das festleimen, aber auch von hier oben 2 Schrauben reinsetzen, von der Seite, die man nicht sieht. Und zwar habe ich mir dafür hier diese 4x35 mm Torx-Schrauben geholt. Und damit der Kopf verschwindet, bohre ich erstmal mit einem 7 mm Bohrer rechts und links von diesem Loch bohre ich dann 2 Löcher, wo die Schrauben dann reinkommen sollen. Nun spanne ich den 7 mm Bohrer wieder ab und nehme einen 3 mm, um vorzubohren, damit das Holz nicht reißt, nicht platzt. Und bohre jetzt da weiter durch. Damit auch das untere Holz nicht reißen kann, bohre ich mir das auch vor. Und immer darauf achten, dass dieses Loch hier an der Seite, dass das wirklich seitwärts ist, nicht oben, dann lässt es sich nämlich schlecht einspannen. Jetzt machen wir hier diese Ecken ab, damit das schön rund ist. Ich habe jetzt an der Kappsäge einfach mal hier die Ecken etwas abgeschnitten, damit ich das nicht so viel wegschleifen muss. Und das machen wir jetzt hier am Spindelschleifer, machen wir das schön rund. Hier habe ich mir das angezeichnet. Auf der unteren Seite machen wir das auch schön rund. Die scharfen Ecken hier, die werde ich noch ein bisschen von Hand rund schleifen. Und bauen wir das Ganze mal zusammen. Wie gesagt, nicht zu stramm, dass sich das hier schön bewegen lässt. Auf der anderen Seite, das machen wir provisorisch drauf. Und zwar möchte ich ja eigentlich noch das Ganze lackieren. Darum werde ich das gleich wieder auseinanderbauen. Das kommt jetzt hier unten. So, erst einmal hier hin. Ich klemme jetzt auch erstmal nur einen Schraubenzieher da rein, damit das Ganze funktioniert, weil ich will das ja noch streichen, muss das also wieder auseinanderbauen. Das, denke ich, läuft auch schon super. Lackieren wir das Ganze mal. Erstmal den Handgriff, den stecke ich mir auf die Schraube, dann kann das schön trocknen. Und den Rest dann hier auf einer Platte. Und während das Ganze trocknet, das muss noch mindestens einmal, wahrscheinlich sogar zweimal lackiert werden, aber immer über Nacht trocknen. Während das Ganze so passiert, werde ich mich einmal einfach von euch für heute verabschieden. Ich bedanke mich wie immer für euer Zuschauen, eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Gruß, euer Jürgen.